Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Habt ihr Lust, Bälle zu quilten? Das geht wesentlich einfacher, als ihr denkt. Ihr braucht ein Stück Stoff, ihr braucht ein paar Schablonen, eure Nähmaschine und wenn ihr mögt, bleibt direkt dabei und wir legen gemeinsam los. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, schön, dass ihr da seid. Um unser Motiv arbeiten zu können, brauchen wir zunächst einmal Schablonen. Meine Schablonen sind von Silesian Quilt. Das ist keine Werbung, die hatte ich schon, bevor ich überhaupt Videos gedreht habe. Ihr könnt jede Schablone verwenden, die ihr gerne verwenden möchtet. Wichtig ist, dass eure Schablone eine Dicke zwischen 3 bis 5 mm stark ist. Wir zeichnen unser Motiv zunächst einmal auf. Wir wählen eine Kreisschablone und die nähen wir einmal rundherum ab. An diesem Punkt würden wir nun beim Nähen stehen bleiben. Wir nehmen unsere Kreisschablone und setzen sie zu einem Halbbogen, zu einem kleinen, eher Viertelbogen auf, nähen den einmal nach. Wenn wir das haben, schieben wir das Ganze von dem Punkt aus ein Stückchen weiter, nähen das nach, schieben das schräg nach oben, nähen das nach und wiederholen das, bis unser Kreis zu Ende genäht ist. Wir sind nun über diese Seite gegangen. Wir gehen nun schräg zurück. Von unserem angezeichneten Punkt aus wandern wir schräg weiter. Schieben das. Achten darauf, dass wir genau auf dem Punkt stehen bleiben, auf dem Punkt des äußeren Kreises und schieben das immer weiter, bis wir zu einem neuen Punkt auf der äußeren Bahn geraten. Von dem Punkt aus ziehen wir den nächsten Kreis. Dieser Punkt ist unser Startpunkt. Und nun starten wir aus diesem Punkt. Wir haben einen neuen Punkt und starten aus dem Punkt heraus. Je nachdem, wie wir bei den Linien in unserem Kreis ansetzen, haben wir unterschiedliche Ergebnisse. Wir machen einen Kreis und stellen uns diesen Kreis jetzt einmal in einem Quadrat vor. Wir möchten von dieser Seite und von dieser Seite auswandern. So, machen wir mal. Jetzt sind wir weit oben, wir müssen wieder ein Stück runter und können nun von hier wandern. Die andere Möglichkeit ist, zeichnen wieder unseren Kreis. Wir wandern von den Seiten aus. Und wir erzielen unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, wie wir unser Lineal ansetzen. Ich mag es am liebsten, wenn man alle Möglichkeiten wild mischt. Ihr schaut, was euch da am besten gefällt. Unsere Idee möchten wir aber nicht auf Papier mit Stift umsetzen, sondern an der Nähmaschine. Wir sehen uns sofort an der Nähmaschine wieder. Wir beginnen mit unserer vorbereiteten Maschine. Wir haben Unterfaden und Oberfaden schon eingespannt, wir haben unser Füßchen versenkt, unsere Stichlänge steht bereits auf 0. Ich habe hier wieder eine glatte Matte untergelegt und wir starten in der unteren rechten Ecke. Zunächst einmal holen wir den Unterfaden nach oben. Unser Füßchen ist versenkt, es steht also nicht mehr hoch, sondern wir haben es schon abgesenkt. Und als Füßchen benutzen wir ein Linealfüßchen. Das ist komplett rund, sodass wir, wenn wir gleich mit dem Lineal arbeiten, können wir das Lineal anlegen und es fährt an jeder Position an unserem Lineal vorbei. Wir nähen dreimal auf der Stelle. Füßchen ist abgesenkt. 1, 2, 3 und wir lassen die Nadel im Stoff stecken. Ein ausführliches Video zu Nahtanfang und Nahtende habe ich euch hier oben rechts verlinkt. Als erstes nähen wir, wie gerade besprochen, einmal um unseren Kreis herum. Wir halten unser Lineal fest. Ich habe auf der Unterseite Schmirgelpapierpunkte angebracht. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Lineal ein bisschen griffiger zu gestalten. Es gibt extra Haftpunkte. Ich mag Schmirgelpapier da am liebsten. Wir drücken unser Lineal nach unten und nähen einmal im Kreis um unser Lineal herum. So,
Von diesem Punkt aus angefangen, nähen wir nun kleine Bögen quer durch unseren Kreis. Wir halten den ersten Bogen, unsere Nadel ist versenkt. Unsere Schablone legen wir einmal gegen unser Füßchen und achten darauf, dass der Kontakt zwischen Füßchen und Schablone immer da ist. Und wir enden wieder genau an diesem Punkt. Unser Lineal, wir drehen das mal, dann sieht man es ein bisschen besser. Unser Lineal schieben wir ein bisschen weiter und wir nähen wieder in einem Bogen. Und wir versuchen genau den Punkt zu treffen. Von diesem Punkt aus schieben wir unsere Schablone wieder. So haben sie jetzt hier angelegt, wieder ein Stückchen weiter. Wir starten von dem gleichen Punkt aus und unsere Schablone fährt nun einen größeren Bogen. Den nähen wir wieder lang. Wir enden wieder genau auf unserer Linie und wir schieben das Ganze wieder ein Stückchen weiter. Da war unser Bogen, wir schieben das etwas weiter. Einmal noch. Wir können jetzt überlegen, reicht uns das? Eigentlich reicht's. Schneiden die Fäden ab. Und aus diesem oberen Bogen starten wir nun erneut. Wir legen unsere Schablone wieder an, genau mit dem Kontakt zum Füßchen. Und wir nähen einen neuen Bogen. Bis zur äußeren Linie unseres Kreises. Ich drehe das wieder, dass ihr es besser sehen könnt. Von hier schieben wir unser Lineal wieder etwas weiter. Und wir nähen den Kreis erneut. So, hier seht ihr es wieder besser. Wir schieben den Kreis ein bisschen weiter. Und wir nähen erneut. Mein erster Kreis ist fertig. Von diesem Punkt aus setze ich nun einen zweiten Kreis an. Mein Motiv möchte ich einmal quer über diese Seite ziehen. Das heißt, das finde ich ist jetzt eine gute Position für meinen zweiten Kreis. Den nähe ich einmal ab. Rundherum. Von diesem Punkt aus füllen wir wieder unseren Kreis. Wir legen unsere Schablone wieder zur Seite und fahren den ersten Teilbogen nach. Bis zur Linie. So sieht das Ganze aus. Wir schieben unser Lineal wieder ein bisschen weiter und starten an dem gleichen Punkt. Von hier schieben wir unser Lineal wieder etwas weiter und starten wieder an diesem Punkt. Wir schieben und wir nähen erneut. Das ist unser neuer Punkt und von diesem Punkt aus nähen wir nun wieder Linien durch unseren Kreis. Schieben das weiter und nähen erneut. So sieht unser Motiv bis jetzt aus. Von diesem Punkt aus starten wir erneut. Jetzt habe ich mich ein bisschen ins Aus gesetzt. Ich möchte mein Motiv in diese Richtung ziehen. Das ist etwas schwierig, wenn ich an dem Punkt hänge. Das heißt, ich möchte einmal zurückwandern. Ich lege mein Lineal also wieder an, so dass ich nun genau diese erste Linie wieder zurückwandere. Das reicht mir schon. Ich kann meine Kreise unterschiedlich groß einsetzen. Ich nehme mal den kleinen Kreis hier weg
Und hier habe ich einen Kreis, den ich sowohl von innen als auch von außen nachfahren kann. Ich habe also einen Kreis, der kleiner wird als mein Ursprungskreis und einen Kreis, der größer wird als mein Ursprungskreis. Wir nehmen einmal den größeren Kreis und fahren ihn einmal ab. Wenn wir die Kreise übereinander legen, achten wir darauf, dass der untere Teil komplett in den schon genähten Kreisen verschwindet. Was habe ich denn da? So, wenn wir ihn so anlegen, haben wir nachher ein unschönes, unfertiges Bild. Wir möchten es so anlegen, dass der äußere Rand, den wir nähen, auf jeden Fall in den schon genähten Kreisen enden würde. Das nähen wir aber nicht ab, wir nähen nur von dem Außenpunkt bis zu dem Endpunkt am kommenden Kreis. Ganz herum. Achtet darauf, dass euer Stoff glatt liegt. An diesem nun größeren Punkt angekommen, wiederholen wir das gleiche Spiel. Wir setzen wieder unseren Kreis an. Wir arbeiten immer mit dem gleichen Kreis. Wir haben einen Außenkreis und wir füllen den Kreis mit der gleichen Schablone, mit der wir auch diesen äußeren Kreis genäht haben. Setzen das auf und wir nähen. Von diesem Punkt aus möchten wir nun die Linien wieder zurücksetzen. Mein Lineal möchte ich hier anlegen und ich nähe. Schiebe. Und nähe. Schiebe. Nähe, schiebe. Daraus besteht das ganze Motiv. Wir schieben und nähen. Wir suchen wieder einen anderen Punkt. Von diesem Punkt aus starten wir wieder ins Aus. Das möchten wir wieder nicht. Das heißt, wir legen unsere Schablone wieder genau an. So. Und nähen ein Stück zurück. Ich glaube, ich bin ein bisschen ausgewandert. Da wandern wir wieder ein. Ich bin hier jetzt ziemlich weit rüber gewandert. Ich möchte den nächsten Kreis sehr klein setzen. So, meine Öffnung lasse ich in dem schon genähten Kreis verschwinden. Und ich nähe nun innen einmal lang. Füßchen senken wir wieder ab. Und auch hier folgen wir dem gleichen Prinzip. Wir können unsere Bögen sehr weit setzen und sehr eng. Ich nehme ein bisschen als Faustregel, je größer mein Kreis, je weiter setze ich die Linien, je kleiner mein Kreis, je enger setze ich die Linien. Das funktioniert für mich. Ihr müsst schauen, was für euch da sinnvoll ist und was euch da gut gefällt. Und wir nähen die Kreise wieder zurück. Von diesem Punkt aus möchte ich wieder mit einem großen Kreis, mit einem mittleren Kreis starten. Ich nehme also meine Schablone wieder weg und wähle wieder die Schablone vom Anfang. Hier achte ich jetzt darauf, ich habe hier so eine kleine Öffnung. Ich möchte den nächsten Kreis nicht so ansetzen, ich möchte nicht so ein Loch zwischen den Babbeln haben. Könnte ich machen, gefällt mir nicht so gut, sieht immer nachher aus wie so ein blinder Fleck beim Quilten. Das heißt, meinen nächsten Kreis setze ich so über, dass die Außenlinie diesen blinden Fleck überdeckt, damit das mit zum kommenden Ball gehört. Und wir nähen das Ganze wieder ab. So, jetzt habe ich mich hier richtig ins Aus gesetzt. Meine letzte Linie endet genau auf einem Ball. Das heißt, ich setze hier mein Lineal an, wandere zur äußeren Linie zurück, zum Schnittpunkt von beiden Kreisen, lege mein Lineal hier auch wieder an und wandere so weit nach innen, bis ich den Punkt habe, von dem aus ich gerne starten möchte.
Ich finde diesen Punkt gut. Jetzt habe ich hier so einen kleinen Schatten. Der darf entstehen, der gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Fülle. Uns ist eigentlich egal, ob der Schatten ein bisschen nach außen geht, das ist wunderbar, wir möchten ihn nur nicht innen haben. Wenn wir nicht sicher sind, ob unser Kreis so genau stimmt, setzen wir unsere Schablone so an, dass unser Kreis ein bisschen nach außen wandert und wie eine Echolinie funktioniert. Von diesem Punkt starten wir neu. Wir könnten hier jetzt mit einer größeren Schablone, das ist auch ganz nett, einen Punkt schaffen, der den kleinen Ball komplett einkreist. Das versuchen wir mal. Wir schauen mal, wie das aussieht. Wir achten darauf, dass wir unseren Stoff nicht treiben. Wir halten ihn glatt. So, und wenn wir mitten im Ball stoppen, haben wir manchmal so eine Ecke. Diese Delle fällt nachher gar nicht auf. Da ist kein Grund zu sagen, wir trennen das lieber. Das fällt nachher überhaupt nicht auf. Und wir starten erneut. Und unser kleiner Ball legt sich komplett vor einen großen Ball. Hier haben wir einen wunderbar schönen Startpunkt, um wieder loszulegen, und wir legen einfach unseren nächsten Kreis an. Wenn unser Motiv beendet ist, wenn wir finden, hey, das ist wunderbar, so soll das sein, nähen wir wieder dreimal auf der Stelle, nehmen die Nadel hoch und wir holen unseren Unterfaden nach oben. Wie das geht, seht ihr in dem verlinkten Video. Schneiden das Ganze ab und unser Motiv ist fertig. So schaut unser Motiv bis jetzt aus. Wir haben die einzelnen Bälle, die sich ein bisschen dreidimensional voneinander abheben. Was noch nicht so klar ist, ist diese Unterteilung der einzelnen Bälle. Die schwimmen noch ein bisschen ineinander, das gibt ein bisschen Unruhe und das Ganze möchte ich gerne ein bisschen ruhiger gestalten. Dazu habe ich jetzt einen etwas dunkleren Faden eingespannt, nur ein bisschen. Ich möchte das nicht farblich abheben, ich möchte das nur intensiver haben. Und mit diesem etwas kräftigeren Faden nähe ich jetzt einmal alle Außenkanten von meinen einzelnen Bällen nochmal ab. Hier habe ich diese mittlere Schablone verwendet, die setze ich nun wieder an, schiebe mir die so mittig wie möglich. Unsere Nadel ist im Stoff versenkt und wir legen los. Wir müssen nicht hundertprozentig den Rand treffen, wir versuchen ihn ungefähr zu erwischen. Mein erster Ball, der wirkt ein bisschen intensiver, ich habe nicht hundertprozentig die Linien getroffen und das muss auch gar nicht. Wir wandern zum nächsten Ball. Durch unsere wiederholten Linien setzen sich unsere einzelnen Bälle nun ganz wunderbar ab. Und das ist das Ergebnis, das wir haben wollen. So sieht unser Motiv nun aus. Wir haben einzelne Bälle, die in eine Richtung auswachsen. Wenn wir mögen, können wir zwischendurch auch mal nur einen einzelnen Ball setzen. Wir können Reihen bilden oder das Ganze als großes flächiges Motiv arbeiten. Ganz wie das gerade für euch passt und wie ihr das gerne umsetzen möchtet. Ich hoffe, ihr gebt dem Motiv eine Chance und es gefällt euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Patchen und Quilten. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!